Grüß euch Leute und willkommen zurück auf dem Kanal zum 32. Baustellen-Update. Am 13. Mai 2024 habe ich hier meinen Hausbau gestartet und damit auch die Baudokumentation auf YouTube. Wir mussten viel Erdmasse abtragen und abtransportieren, um die Ausgangslage für das Fundament zu schaffen. Dennoch haben wir es geschafft, den dreistöckigen Rohbau in den Hang zu setzen. Der Dachstuhl und die darauf folgende Dachdeckung haben dem Haus den Hut aufgesetzt. Und mit den fast komplett montierten Fenstern haben wir wieder einen riesengroßen Schritt in Richtung Fertigstellung gemacht. Jetzt aber wirklich mal im verschneiten Salzkammergut. Ihr könnt hinter mir den Rohbau sehen, die verschneite Sonnleitenresidenz. Wirklich ein schönes Bild. Wir haben ein paar Drohnenaufnahmen heute Vormittag gemacht. Da ist die Sonne noch nicht so draußen gewesen, aber das zeigen wir euch jetzt. Das Haus nach wie vor einäugig, ihr könnt es sehen, das oberste Stockwerk und das erste Untergeschoss, das Fenster noch nicht drinnen, aber das stört gar nicht so wirklich, denn KW 51 als Vergleich, jetzt haben wir KW 49 quasi beendet, also nächste Woche ist 50, dann werden schon die Fenster eingebaut. Und damit auch die Fixverglasungen, die ja schon da sind, eingebaut werden können, ist auch alles vorbereitet. Der Brandl, also die Zimmerei vom Brandl, war schon extrem fleißig, hat drinnen auch schon fast überall die Dampfbremse angebracht mit der Konterlattung. Zeige ich euch gleich, aber eine Sache, die sich hier draußen noch geändert hat. Hier an dieser Ecke war normalerweise immer das Dixie-Klo. Das haben wir jetzt weggehoben, wie ihr sehen könnt, steht da drüben in der Ecke. Die Ecke ist wirklich wie wenn sie dafür gemacht worden wäre. Ansonsten hat sich hier eigentlich nichts getan, außer dass die Baustelle noch mal mehr aufgeräumt worden ist. Also die Hängegerüste und solche Sachen, die einfach hier gelagert worden sind mittlerweile alle weggekommen. Aber wir gehen hier mal den Schnee entlang. Ihr seht es, wir sind eben auf der Sonnenseite hier. Also sobald die Sonne draußen ist auch der Schnee wieder schnell weg. Wir zeigen es euch mal in den Aufnahmen mit der Zeitrafferkamera. Die habe ich auch die ganze Woche mal laufen lassen, damit hier dieses gesamte Wettergeschehen ein bisschen drauf ist. Denn die Woche war wieder relativ schlechtes Wetter, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da ist jeder wirklich sehr froh, der hier arbeitet, dass das Dach drauf ist, dass die Fenster drinnen sind. So grundsätzlich zumindest, denn es war wirklich nicht so geil. Also ihr seht es jetzt in der Zeitrafferaufnahme. Aber Leute, kommt mal mit, wir haben für euch drinnen auch mal alles beleuchtet. Vielleicht kommen wir heute tatsächlich mal ohne der Taschenlampe aus. Denn wir haben hier diese Custom Treppenhausbeleuchtung da unten. Also Baustellenlicht, ganz entspannt. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht zu lange auf die Folter. Wir gehen direkt hoch und zwar in das Dachgeschoss. Hier seht ihr mal noch nichts. Denn Blick nach oben, ich hoffe, es funktioniert mit der Helligkeit. Da bei den Span zum Beispiel, da ist noch keine Dampfbremse drauf. Das wird dann natürlich auch ausgeblasen. Auch oben bei den Zangen, die ihr hier sehen könnt, genau das gleiche Thema. Wie das dann aussehen wird, seht ihr, wenn wir jetzt da drinnen im Flur hochschauen. Das wird alles nächste Woche noch gemacht und zwar am Montag nehme ich an, denn kommende Woche soll schon ausgeblasen werden. Was meine ich jetzt genau mit ausblasen? Wir haben hier eine Zwischensparrendämmung. Ihr habt ja die Span gesehen, also das sind diese vertikalen Balken, die hier runterführen, nicht die fetten, sondern die Span. Und wir haben hier eine Zwischensparrendämmung, die wird eingeblasen. Bedeutet, das hier ist eine Folie, das ist eine sogenannte Dampfbremse. Und da dahinter wird das alles mit diesen Flocken quasi ausgeblasen. Das ist dann die Dämmung. Wird diese Konterlattung noch angebracht, wie hier oben an der Decke, die ihr sehen könnt. Die kommt auch hier bei der Dachschräge zum Beispiel her. Bis zu dieser Unterbrechung, wo dann wirklich die Dachschräge beginnt, wird aber dann nochmal aufgemauert. Da kommen wahrscheinlich noch 1 oder 1,5 Ziegel her, so ein 12er Ziegel, und dann kommt es quasi direkt weiter auf die Konterlattung. Was kommt denn hier an die Decke drauf? Fragt ihr euch vielleicht. Hier wird alles weiß. Bedeutet, da kommt Gipskarton drauf, also eine Rigipsplatte auf gut Deutsch. Wird gespachtelt, Q1, Q2, Q3, was es eben da gibt, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also da muss man echt Profi sein, sonst verschwendet man da so viel Zeit. Josie hinter der Kamera, der lacht auch, der weiß genau, wovon ich rede. Und das hier hinten, das ist ja das Schlafzimmer, das wird dann alles Altholz. Das heißt, das wird auch verputzt, aber es kommt dann eine Vertäfelung drauf. Und
Das, was ihr hier oben seht, ist auch da drüben gemacht worden, und zwar im Flur. Zusätzlich zu den Leitungen und Installationen am Boden. Die roten, wie ihr wisst, sind die Leitungen, die hier zu den Fußbodenverteilern führen, und die blauen Leitungen sind eben die wasserführenden Leitungen, Kaltwasser quasi für die jeweiligen Installationen im Haus, beziehungsweise jetzt in der Wohnung auch. Die sind natürlich auch wasserführend, also alles wasserführend, und da links seht ihr den Durchbruch. Das sind quasi die vertikalen Verbindungen von allen Stockwerken, die durch die Platten durchgehen und das Haus vertikal miteinander auch technisch verbinden. Und das hier hinten ist das Putztürchen für den Kamin. Ganz eine spezielle Situation, weil jeder hat so sein Putztürchen ein bisschen woanders, und damit, dass das eben hier ist, hat man sich den Platz auf der anderen Seite gespart. Das heißt, da kann man drüben den Kamin dann besser anschließen. Denn da kommt auch nochmal eine Holzverkleidung dann her. Aber wir schauen jetzt einfach mal nach oben. Und zwar Flurdecke. Da fehlt die Konterlattung noch, soweit ich weiß. Die Dampfbremse ist drauf, aber ist auch isoliert. Darüber aber auch wiederum, also oben beim Dachboden. Da schauen wir gleich hoch. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt direkt hier in den Wohn-Ess-Bereich. Und hier drinnen im Wohn-Ess-Bereich ist es schon richtig heimelig. Hier rechts von euch ist schon die Bierzeltgarnitur aufgestellt. Perfekter Ort jetzt zum Jausnen. Dadurch, dass oben bei dem First-Element, also bei der Fixverglasung links und rechts, das auch alles abgedeckt ist, hält es die Temperatur schon ein bisschen besser hier drinnen. Das wird natürlich mit den Fenstern dann um einiges besser. Hier links seht ihr noch ein paar Bretter, eben die Konterlattung quasi. Seht ihr auch, die ist grundsätzlich schon angesetzt worden. Da oben wird das natürlich alles noch vervollständigt. Genau das gleiche passiert dann auch hier beim Giebel, beim First der Wiederkehr über mir. Und da seht ihr schön die Plastikabdeckung, wo dann quasi die beiden Elemente, jetzt seht ihr es auch mal in der Außenoptik, also grün-weiß da hinten im Eck, lehnen sie quasi. Und die kommen da oben noch drauf, und das wird dann letztendlich tatsächlich mal alles abschließen. Und wenn ihr hier hochschaut, drehen wir uns mal. Hier seht ihr das Loftelement, das dann hierher kommt, und da oben seht ihr auch schon die Konterlattung. Das ist aber effektiv schon Dachboden dann, denn da wird zugemacht und man wird nicht mehr hochschauen können. Da ist auch ein spannender Punkt. Wir haben eine Entlüftung im Dach, die hat überhaupt keinen Sinn. Keiner braucht sie und keiner weiß, was damit anzufangen. Wir haben sie natürlich jetzt gelassen. Ich zeige es euch dann, wenn wir oben sind. Und wenn wir schon von Dachboden reden, schauen wir direkt mal hoch. Ihr seht es, wir haben euch die Lichter hier mal eingeschalten. Blick nach oben, seht ihr schon wirklich die Unterseite vom Dach. Und da gehen wir jetzt direkt mal hoch. Und so schnell geht's. Wir stehen jetzt hier oben. Ihr könnt wieder die Dampfbremse sehen. Überall diese Klebungen. So wird die quasi verbunden. Ist ein spezielles Klebeband für die Dampfbremse. Ihr seht auch hier diese beiden Rohre, die hier eingepasst und angesetzt worden sind. Die sind beide die Entlüftungen. Ich blende keine Aufnahme von außen ein. Das ist dann jeweils die Strangentlüftung und die Raumentlüftung. Die führt, also wenn du nach unten schaust, hier entlang. Die haben wir quasi am Boden rübergezogen. Das geht da hinten dann bis zur Sparrenlage und bei der Sparrenlage wieder runter, denn genau da drunter ist das WC. Und vom WC wird quasi das Bad entlüftet, das WC entlüftet und die Strangentlüftung vom WC kommt auch hier hoch. Das heißt, hier sind wir eigentlich, also man kann es eh gut sehen, hier ist der First logischerweise, also die Spitze vom Giebel, und da drunter sind die beiden Auslässe. Hinter mir seht ihr es auch, alles schön angepasst. Ich drehe das jetzt mal kurz um, dann seht ihr das besser. Auch hier wiederum alles abgeklebt worden. Josie hat es vorher bezeichnet mit so einem Spray, mit einem Primer. Wie genau? Sprühprimer. Ein Sprühprimer, der da drauf gekommen ist, mit dem dann schön abgedeckt. Auch hier wieder rund um die Pfetten an der Stelle. Die waren natürlich auch noch teilweise offen, sind ja quasi beim Mauern ausgenommen worden, und genau da in diese gemauerten Ausnehmungen bei der Giebelmauer sind die Pfetten dann reingekommen und ziehen sich hier natürlich über die gesamte Längsseite des Hauses. Also wenn wir hier stehen, wir können da bis rüber schauen zur anderen Giebelwand, wo tatsächlich dann das Ende des Hauses ist. Ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, aber ich glaube, wir nehmen uns einfach hier diese Lampe mit und dann habt ihr da ein gutes Bild davon. Und diese oberste Mauerreihe, sage ich mal, das wird mehr oder weniger dann abgeschlossen. Das heißt, hier seht ihr genau runter, da unten ist das 4 Meter breite Terrassenelement. Das wird abgeschlossen, heißt, von unten wird man da dann nur noch Altholz sehen, weil es dann eben in den Wohnbereich mit Altholz verkleidet wird. Wenn man da dann auch weitergeht, seht ihr wieder den Kamin, schön abgedichtet, genauso wie auch die Zangen rundherum. Und
Da hinten auch genau das gleiche wie eben da drüben. Ihr seht hier diesen Stahlträger, auf dem links und rechts die beiden Fetten aufliegen und quasi die Last aufteilen. Der wird noch verblendet, wird dann aber alles im Innenausbau quasi erledigt und gemacht. Und da sind wir jetzt auch bei einem großen Thema, was ich unten angeschnitten habe. Und zwar diese Entlüftung. Dieses Rohr hat keinen Sinn. Also wir haben da keinen Raum, den wir entlüften wollen. Wir haben da auch keine Strangentlüftung oder sonstiges. Das heißt, derzeit wirklich bezugslos. Wir haben aber dann überlegt, habe auch mit meinem Installateur gesprochen. Er hat mir dann auch empfohlen, das einfach zu lassen. Wir haben das jetzt innen gedämmt, unten wirklich gut abgedichtet mit einem Deckel drauf. Oben steht es immer noch raus, aber natürlich alles fachmännisch abgedichtet. Und von dem her, wenn man dann zukünftig mal aufs Dach hoch müsste, warum auch immer, vielleicht wirklich irgendwann mal PV. Das ist auch letztens in den Kommentaren gekommen. Es kommt keine PV auf dieses Haus drauf. Es ist einfach zu steil und auch auf die Präfaplatten, ich glaube grundsätzlich geht das gar nicht, dass man da welche drauf gibt. Und die werden auch irgendwann mal kaputt und dann müsste man auch wieder aufs Dach hoch oder wenn Schnee drauf liegt oder was auch immer. Ich habe da vis-à-vis vom Haus dann ein Carport und das wird dann zukünftig, auch nicht direkt nächstes Jahr, aber zukünftig mit PV bestückt werden, um dieses Haus dann eben zusätzlich mit Strom zu versorgen. Aber das wäre auch noch eine Option, dass man da hochkommt. Man hat auf jeden Fall eine Verbindung nach oben zum Dach. Die Installation, sowohl Elektrik als auch vom Installateur, geht alles quasi von unten nach oben. Das heißt, unten sind wir eigentlich schon fertig grundsätzlich und das arbeitet sich jetzt hoch. Das heißt, da ist natürlich alles noch mehr in Arbeit. Ihr seht es hinter mir, das ist quasi die Rückwand, wo auch alle Installationen im Bad ihren Platz finden. Da seht ihr die beiden Auslässe, Unterputzarmaturen, wie die dann herkommen, die dann aus der Wand rauskommen. Da kommt der Waschtisch dann her, 2,40 Meter wird der breit werden und da kommt die Dusche her. Ihr seht es unten dann besser im Bad, da schauen wir gleich hin, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Aber hier haben wir eine spezielle Situation. Ihr könnt diese Leitung sehen, die da oben quasi rauskommt. Die ist natürlich nicht direkt auf der Lattung dahinter montiert, bezüglich Frostsicherheit und so. Das ist schön ummantelt, da ist kein Problem, dass irgendetwas abfriert oder sonstiges, denn da kommt quasi die Regendusche runter. Heißt, hier sind die Armaturen, da kommt die Regendusche runter und da drüber fragt ihr euch vielleicht, was ist das für eine Kunststoffschnecke, die ihr da sehen könnt. Es ist kein Turbolader, es ist eine Lüftung. Und diese Lüftung ist quasi verbunden mit den beiden Rohren, die ich euch oben gezeigt habe, beziehungsweise mit einem von den beiden Rohren. So ein Lüfter ist auch drüben und zwar im WC. Logischerweise. Und das ist es eigentlich hier drinnen. Ihr könnt hinter euch auch wieder sehen, die Konterlattung, die schon angebracht worden ist. Und natürlich hier diese brutale Aussicht hier drinnen, die wirklich jetzt mit dem Schnee eine ganz neue Optik eröffnet. Freue mich, dass ich euch das jetzt mal zeigen kann. Ist das erste Mal, dass wirklich alles in Schnee gehüllt ist. Das letzte Mal war ja das da drüben alles schon im Schnee, aber bei uns noch nicht so wirklich. Aber langsam kommt der Winter. Schauen wir mal, ob der Schnee bleiben wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es dann erst Jänner oder Februar soweit sein. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen jetzt mal runter und zwar in das erste Untergeschoss. Da ist nämlich von der Installation alles schon deutlich weiter. Ein halbes Stockwerk runter, ihr wisst es wie es ist, halbes Stockwerk hoch ins oberste, halbes Stockwerk runter ins erste Untergeschoss. Da seht ihr auch hier schon diesen Fließvorhang, der ein bisschen helfen soll, damit die Kälte hier beim Haupteingang nicht reinkommt. Ihr wisst es, das ist alles noch offen, der Blindstock kommt dann mit den Fenstern und mit dem kommt dann auch die Baustellentür, damit das alles wirklich mal ein bisschen wärmer bleibt. Aber, liebe Leute, hereinspaziert, hier seht ihr diese vertikalen Verbindungen, eben jeweils stockwerksübergreifend, die ich vorher angeschnitten habe. Da unten seht ihr auch wieder die Leitungen für die Fußbodenverteiler, also die Heizungsverteiler. Und hier drinnen auch an der Stelle nochmal viel Material vom Installateur und vom Elektriker. Aber es hat sich schon sehr viel getan. Auch hier ist wieder die Küche installiert, die Dosen zumindest mal gebohrt. Leitungen müssen noch gelegt werden. Da warten die Elektriker ein bisschen auf die Installateure, dass die am Boden auch fertig sind, dass sie verlegen können. Hinter euch seht ihr auch hier eine Strangentlüftung, die sich hier hochzieht für die Küche quasi. Kommt auch noch alles dann hier angeschlossen rein. Das sind nochmal 2 Steckdosen, die ich mir zusätzlich gewünscht habe, für über der Kücheninsel mittlerweile. Und ansonsten ist hier drinnen eigentlich alles mehr oder weniger, sage ich mal, zum letzten Mal unverändert. Aber es ist das Bad fertig installiert, was ich euch zeigen wollte. Da ist nämlich wirklich alles schon mal so, dass man sagt, okay, das kann man so lassen und da kann dann auch schon zugeworfen werden. Ihr seht die Dusche.
im Vergleich zu oben mit dem Element zur Regendusche hier in der Wand. Natürlich, denn es ist keine Dachschräge mehr da. Heißt, da oben kommt sie raus. Fußbodenaufbau kommt ja noch drauf, aber da oben kommt die Regendusche dann raus, da kommt dann die Duschwand her. Da wo Nische steht, kommt tatsächlich jetzt eine Nische hin, und zwar eine Unterputznische. Falls ihr euch fragt, so schaut sowas aus. Mit Andichtsflansch. Firma und so, keine Ahnung, also ich habe sie schon bestellt, ich habe aber nicht wirklich drauf geschaut. Von dem her, aber ist solide gemacht, wird quasi hier nochmal ausgestemmt, kommt dann hier rein, wird bündig dann mit dem Putz abgeschlossen. Fliesenleger hat dann eine ganz einfache Arbeit, denn er kann da wirklich schon auf ein gerichtetes Maß hinfließen und dann hat man hier eine schöne Ablagefläche für Shampoos und so. In meinem Fall aber nicht beleuchtet, ist auch ein Thema gewesen, will ich das nicht. In meinem Fall habe ich dann einfach gesagt, das Bad ist gut beleuchtet, brauche ich da drinnen nicht wirklich, denn ich habe ja direkt darüber hier den Spot. Ich habe auch hier die Beleuchtung von den Spiegeln, habe auch da nochmal 2 Spots. Also es ist gut hell hier drinnen, braucht man nicht unbedingt. Und damit ihr jetzt mal einen guten Überblick bekommt, wie es jetzt derzeit in allen Stockwerken ausschaut, werden wir euch jetzt einblenden, wo wir sind mit den Clips, also welches Stockwerk. Und das blenden wir euch jetzt in eine kleine Montage ein. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen, wo wir jetzt derzeit in der Baustelle Sonnleiten-Residenz stehen. Soweit mal so gut, sage ich mal. Nächste Woche wird ausgeblasen, es wird weiter und teilweise vielleicht auch schon fertig installiert und montiert. Mal schauen, ich werde euch auf jeden Fall wieder die Kamera draufhalten und dann sehen wir uns wieder am Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder auch einen Kommentar, freut uns immer wieder sehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche.